So, servus Leute. Wir machen heute die Story-Mission. Und ich würde mal sagen, holt euch euer Popcorn. Es geht los. Du hast dein Ziel erreicht. So, wir haben 9 Missionen. Ich dachte 27. So, was müssen wir machen? Rami lädt dich ein, Mexiko reiche Geschichte der Autokultur zu feiern. Beginnt mit einem einheimischen Sportwagen, dem Wohl, okay. Also 3 Sterne, 1 Minute und 50. Hi, Rami. What's the plan? Okay, hear me out. Beautiful Mexican supercar, beautiful Mexican roads, promoting the Horizon Festival. Do we need promoting? The festival seems to be doing okay. It's Rami's Racing History Month. That's a totally official thing that I didn't just invent for the festival playlist. Yeah, it's my favorite Mexican cultural event hosted by my mate Ramiro Luis Miron. All right. I'll find someone else. That's not what I said. Of course I'll help you. I knew I could rely on you. Let's go! Whew. Let's get moving. Get some speed, then turn into the countryside. Really see what this car can do. Das Ding geht ja ab. So, wo müssen wir jetzt hin? Können wir irgendwie abkürzen? Oder dürfen wir abkürzen? Ich weiß es nicht. Naja, lohnt sich nicht. Ja, ich glaube, da fahren wir doch lieber die Strecke lang. Oh, wir dürfen nicht unter 80. In 400 Metern rechts abbiegen. Yeah, great speed! But let's see how you handle some corners. You want to tell me about the car, don't you? I thought you'd never ask! So, VUL is an abbreviation. It stands for Vehicles of Ultra Lightweight and High Performance. It was started by two brothers, Guillermo and Iker Echeverria. Less sightseeing, more going fast. The VUL 05 is a track-focused supercar, designed and produced in Mexico, but tested and optimized in the UK. I even think I saw one at the festival when I was over there. We're driving the pre-production version of the VUL 05RR, the even more track-focused version. Somehow, the designers reduced the weight by 65 kilos and increased the power to nearly 400 bhp. Then they lowered the engine by 50 millimeters to drop the center of gravity and improve cornering. Impressive. They're pretty perfect. There's a couple of other things you can help out with, if it's not too much trouble. You're never gonna let me live that down, are you? Call me. $1,34. I just got my hands on a piece of Mexican racing history. Wanna see? Of course. On my way.
So. Das war einfach. Let me guess. Today's episode of Mexican Automotive History with Ramiro is about the Baja 1000. You are very perceptive, my friend. This dune buggy was the first car to race here. Let's take it for a spin. The Baja 1000 is probably the most prestigious race held in Mexico. Do you know how it all started? I assume the Myers Manx has something to do with it. Correct again. The Baja 1000 started as a very elaborate marketing campaign for the car you're driving. But let me start from the beginning. On the 22nd of March, 1962, Dave Eakins and Billy Robertson did the first real Baja run. They went from Tijuana to La Paz in 39 hours, 56 minutes on new Honda CL72 Scrambler motorcycles. So they probably were a bit sore afterwards. They got a lot of media coverage though. A year later, Myers started to work on a prototype buggy he called Old Red in his garage in Newport Beach. It was based on the VW Beetle, and it paved the way for what we know as buggies. Cars that are built for off-roading using the Beetle as a donor chassis. But I guess they wanted even more publicity because in April 1967, Myers decided to make an attempt at breaking Eakins' record. And it worked! Myers did it in 34 hours and 45 minutes, beating Eakins for more than 5 hours. The rivalry was known as Buggy beats Bike in Baja. Sounds like something you did back in the UK, doesn't it? Myers Manx became an overnight sensation as a result, and suddenly they were friendly races all across the Baja. It wasn't long before they realized they needed something more organized, and that was Mexican 1000. Guess who won the inaugural event? Myers Manx? You're on fire today! Yes, in 27 hours and 38 minutes. The official race was 100 miles shorter than the original route, but it's still impressive. The Mexican 1000 was later renamed to the Baja 1000 and is run to this day. In 100 Metern links abbiegen. We didn't do the full route, but at this rate you would have had a shot at the original record. I love that story. My abuela used to tell it to me at least once a year. Ja. Hey, come quick! Papa Fernando needs your help! Okay. I'll be right there. Du bist früh dran, aber die nächste Horizon Arcade Veranstaltung beginnt bald. Viel Spaß! Das ist weit weg. Du hast dein Ziel erreicht.
Nee, da wollte ich nicht rein. Vocho, 2 Minuten 30. Oh, right. I get it now. To be honest, though, it was me who needed your help, not Papa Fernando. I can't fault that logic. Who are the other racers? You know them. It's the Born Fast crew. They're raring to go. Toy, he's eager. But this isn't really a street race. There's no checkpoints, just the finish line. No So keep checkpoints. to the route and get there first. Okay. Wir müssen dahin. Er hat gerade gesagt, wir brauchen keine Checkpoints. Hier können wir aber massiv abkürzen. Können wir hier irgendwie abkürzen? Das wäre auch gut. Ja, wir werden auf jeden Fall hier geradeaus fahren und hier reinfahren. Nee. Das lohnt sich nicht. Gerade am Überlegen, ob ich hier lang fahre und dann hier nur runter. Gucken mal, ob wir hier irgendwie abkürzen können. It's hard to overstate the effect that the Beetle had when it arrived in Mexico in 1954. Before that, Okay. War schon fast richtig. had were these huge American cars. So this new European-style car with its shape Sehr and light gut. chassis and those adorable headlights and an engine that anyone with a tractor could... So. Und hier bei der zweiten Kurve. could fix was, well, a complete game changer. They were so exciting that they were displayed at the Ciudad Universitaria in Mexico City, and there were lines to come and see this new car. Nice overtake! Production of the Beetle started in Mexico soon after 7 of them finished the Carrera Panamericana. Before that, people were a bit worried about reliability, you see? We Mexicans love a good-looking car, but a car that can do work is better. The Panamericana convinced us, and in '61, Automex had assembled Wie schnell muss ich sein? 250 of them. By '62, the first Okay. Falsch abgebogen. plant had opened in Jalostok, making 10 of them a day. We love that car. So another plant opened in Puebla in 1967. And in '71, El Vocho became the official tech. That is a great car. Probably the most iconic car in all of Mexico. Ay, es increíble que un auto tan pequeño deje un vacío tan grande. Adiós, sedan. Thanks. I'll call you when I've got that next one ready. $1,18. I have a brilliant idea. Another one. What happened to the previous idea?
Da 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück. Man ein bisschen näher ran machen können. This one is better. Meet me in town. Die nächste Horizon Arcade Veranstaltung beginnt jeden Moment. Viel Spaß! $50.000. Auf den Spuren des Käfers flossen der VW Golf. Auch in Mexiko ein langes und erfolgreiches Leben. Aber welche Generation war die beste? 50.000 Punkte kann ja nur Fähigkeit sein. I have two cars here. A first-generation Volkswagen and a seventh-generation Volkswagen Golf. Made in Mexico for almost half a century. Sadly, they stopped building them in 2021. But we can still race them. What do you say? To make it fair, I will give you a chance to make an informed choice. Let's go for a test drive. And I've got lots to tell you about Volkswagen Mexico. Volkswagen Mexico headquarters are in Puebla City. It started production in 1967 with the famous Beetle. As we call it, the Vocho. VW made multiple attempts at replacing the famous Beetle with newer models, but all of them failed way short of achieving the production figures until the Volkswagen Golf came into play. First generation was released in Mexico as the Volkswagen Caribe and had quite a few variations, including the Golf GTI you're driving right now. VW engineers, inspired by the Beetle GSR, designed and prototyped the Golf in secret as a Skunk Works project. Little did they know that the Golf GTI would become the hot hatch. Shall we jump 40 years in the future and try the 7th generation? The 7th generation of the Golf first appeared in 2012. This version is the Volkswagen Golf R, R meaning race. This was the fastest Golf in the range, with a 0 to 60 time of 5.1 seconds.
Volkswagen Mexico produced all 7 generations of the Golf, totaling more than 2 million units over 44 years. In fact, a lot of Golfs you find in the US were built here. All right. Enough driving around. Let's go head to head, after you've had a chance to rest. $149. I'm a fair man. I'll let you choose. Which Golf do you want to drive for our little race? I'll take the Golf GTI. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Dein Ziel erreicht. Noch erwischt. Typ 1. Noch 3 Missionen? Ist ja nicht gerade wirklich viel. I hope you know some shortcuts. See you at the finish line. Don't make me wait for too long. So, dürfen wir wieder abkürzen oder nicht? Weil dann müsste ich jetzt hier so durch. Ach, den schaffen wir auch so. Aber ich glaube, wir können abkürzen.
I see what you're doing, but you still can't win. Oh, komm schon. Hätte klappen können. Oh Gott, das wird aber auch ganz knapp hier. Nee, wir müssen neu machen. What a race! I am actually surprised the first generation still holds up. I'm Das hat sure nicht you didn't gereicht. cheat. Nee. Okay, wir kürzen ab. See you at the finish. Okay, wir dürfen abkürzen. Dann machen wir das auch. Wir kürzen gleich hier auf die Straße ab. Line. Don't make me wait for too long. Wir sehen uns im Ziel. Mein Freund. Oh. Wer ahnt denn sowas? Ja, hätte ja klappen können. What a race! I am actually surprised the first generation still holds up. I'm sure you didn't cheat. 1:16, ja. I have a story to tell you, my friend, about the old wolf in the swamp. Mhm. Are we going to a zoo? A swamp. I'll pick you up. I hope you know some shortcuts. Das ist jetzt das gleiche Rennen nochmal? Warte mal. Das ist das gleiche Rennen nochmal. Und jetzt machen wir doch das gleiche wieder. Finish line. Don't make me wait for too long.
What a race! The difference 40 years makes! Eins 13. Nochmal 3 Sekunden schneller. So, was haben wir noch? Neu. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, wir haben gar nicht Super 7 geguckt diesmal. Wo muss ich hin? That's the old wolf. No, that's an old truck. The wolf is waiting for us at the swamp. Haley asked us to clear some debris, and I've got just the car. But we need to get there first. Of course! Who do you think I am? The driver who destroyed a record-breaking amount of fence. That's fair. Careful there! Schaden. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. This car is too old for this kind of driving! In 100 Metern rechts abbiegen. See? Got it here in one piece. And gave me a few heart attacks. You get to explain to Haley why she's paying to repair my granddad's car. And now, let me introduce you to the Ford Lobo. This car is more your style. Now that's a hecking good wolf. We call it Lobo here. Marketing in this country is outstanding. Let's get to work. See all that brush and stuff? Clear it out. What? No! It's not just an excuse to throw the Lobo around. It is just an excuse to throw the Lobo around. In the 90s, Ford decided that they needed to rebrand the F-150 for the Mexican market. And the name Lobo just has a real ring to it. They started using the badge in 1997, and the rest is history. The Ford Lobo quickly became one of the most popular vehicles in the country. Lobo is still used for the modern Rangers like the one based on the F-150 Raptor you're driving. But we don't just call it Lobo. No. We call it Lobo Raptor. So it's the same car? Now, there are loads of differences, like a dog and a wolf. Lobo only comes in XLT and with higher trim levels. The base version is still sold in Mexico as the F-150, but the Lobo is the elite F-150.
Oh, nicht der Baum. Sterne 150. Habe ich 150 schon? Nee, war. Oh doch. Naja, ist das geil. Great. Job's done. And the scratches will buff right out. Thanks for the help. Now I just need to get my abuelo's old F100 back to the garage. I've got 1,400 horses and I need you to help with them. I think I know what this is. I'll be right over. Rechts abbiegen. Hast du dein Ziel erreicht? Runde 1, leg los! Erreiche die Driftzone! Runde 1, Fehlschlag! So, wir machen nämlich heute Story und nichts anderes. So, 9. Okay, es geht noch weiter. I know you've got one of these, somehow. So you know a little bit about what you're in for. Let's go! Let's go! Let's take this down to the beach. Stick it in AWD if you like. There's some nice curves up ahead. Kann ich den nicht umschalten? Okay. Müssen wir kurz neu starten. Ich wollte auf Allrad. Let's take this down to the beach. Stick it in AWD if you like. There's some nice curves up ahead. Calm down.
I know you like to go fast. Okay, zurück auf die Strecke. Let's take this down to the beach. Bleib auf dem Weg Stick it in auf der AWD Straße. if you Okay, like. das habe ich There's nicht some gelesen. nice curbs up ahead. This is 2021's EV of the year. And it was up against things like the Taycan and the e-tron and the Recharge. It set 3 Guinness World Records, and it's inspired by the beautiful original Mach 1. And I'm telling you all of this because the Mach E was built right here in Mexico at Cuautitlán Assembly. So, ich will aber trotzdem versuchen, irgendwo abzukürzen. Heißt es jetzt, ich darf die Straße nicht verlassen? Ich könnte aber hier abkürzen. Das würde mir ein paar Minuten bringen. Das ist noch Straße. Und ich werde das machen. Cuautitlán Assembly has been building cars since the 60s. And more than 2.2 million cars later, we're sitting in an 3 actual Sterne, space 2 machine Minuten made 15. here in Mexico. Quite a journey from Cougars and Thunderbirds and F-150s to this. Calm down. I know you like to go fast, but I had a big breakfast. Okay. Allrad wäre natürlich geiler gewesen. This isn't just a prototype. Cuautitlán Assembly does a range of options for the Mach E. A 68 kilowatt-hour standard and an 88 kilowatt-hour extended range version. It will give you over 300 miles of range on a single charge. War ich richtig? Ja. Ob ich hier The wirklich Performance abkürze, GT ist eine andere version is the Frage. really wild one. 0 to 60 in 3.6 seconds. This one is quite a bit faster. Honestly, when I first tried it, I had to go and sit in a quiet room for a bit. And I've flown airplanes in a storm. It's wild tech. You can switch from all-wheel drive to rear-wheel drive at the touch of a button. And when you get into tuning, you can basically tweak every one of the 7 engines individually. It can make 1,400 horsepower and a ton of downforce at 160 miles per hour thanks to the Aero 2. So what you're saying is, Ach, komm schon, fahr not doch. bad for something that weighs more than that F-150 of yours. Yes. This is a... Ja, auf And jeden. there we go. Sunrise over the sea. Beautiful. But we're not done. There's one more thing to look at. I'll let you know as soon as I have, found it. Okay, this one will be epic. I found a Porsche Carrera. You know what that means? Hört sich nach Porsche an. Racing? And what do you mean, found? In a barn, of course. And of course it's racing. Come meet me at Guanajuato. This beauty got her name from the Carrera Panamericana. The races don't run anymore, but who can blame us if we take it out one more time? Right? Let's see what this car can do. There's Jamin. Guess he wanted one last race. Let's do this! Okay. Wir könnten
Ob ich das hier riskiere, hier durch? Ob ich da wirklich abkürze? Ich könnte hier natürlich langsamer fahren und hier vielleicht sogar schneller. Aber ich könnte hier vielleicht auch durchfahren. Ich riskiere das mal. Kleiner Vocho, steh mir nicht im Weg. Okay, das war jetzt gerade nicht so toll. Ne? Das ist die Straße. Gucken wir mal. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Der ist da hinten. Okay. Aber egal, wir sind trotzdem vor ihm. The Porsche Carrera got its name thanks to Hans Hermann, who won the small sports cars category in 1954. He drove the Porsche 550 Spider and came third overall. He was sick before the race, and his tires came off at the start. He really pulled through against the odds. Porsche had 6 cars competing in 1954, and all of them made it through the end. A lot of others didn't, let me tell you. Enjoying yourself, are you? Yeah, I kinda had a feeling you were. 1954 was the last year the original Carrera Panamericana took place. But it gave us the most famous Porsche model. The Carrera you're driving right now. The Carrera RS 2.7 was the first production street racing 911. It was built on the 911S 2.4, the fastest Porsche you could buy at the time, and a popular choice in the later Carrera Panamericana races. The race was revived in 1988 and ran to 20... Ja. Volltreffer. 2016, staying true to the original races with high-speed road stages. The routes for the race were carefully selected every year by planning committee and local government Der to Wagen braucht ensure ein they were Tuning. race-worthy and that they can be closed up for 2 hours. You could almost say they've been preparing for the festival for a very long time. This is Jamin's exit. It's been fun, my friend. Take care. Looking forward to seeing what you can do out there. Have fun now, yeah? Great race! Almost like we did a little Panamericana with a friend. Anyways,
Hope you had fun with this little stroll through cars hechos en Mexico. Mexiko. It was great! And let me know if you, find any other cars like that. Okay, war's das schon? Oh ja, stimmt. Meyers Manix. Haben wir wieder ein neues Auto bekommen? Der ist aber nicht neu. Habe ich den bekommen? Das ist doch kein... Den hätte ich kriegen müssen. Aber den habe ich doch schon vorher besessen. Oder habe ich jetzt ein Auto bekommen? Hier habe ich ihn. Sorry. Ich habe ihn noch nicht abgeholt. Okay. Okay, Klamotten haben wir. Und die Mütze haben wir noch. Ja, Auto lasse ich drin. Sehr gut. Also haben wir das auch hinter uns. So, dann würde ich mal sagen, Aufgabe erledigt. Ja, das ist das Auto. Ach so, ja, da habe ich doch vorhin noch was gesehen. Irgendwas Neues. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Da, neu. Blitzerzone. Ist das das einzige, oder? Ich glaube, das ist das einzige. Was muss man hier machen? 257. Ich würde mal sagen, wir fangen hier an. Mal sehen, ob der TT das schafft. Nee. Oh. Er würde es schaffen, wenn er da durchkommt.
Bei nächster Gelegenheit wenden. So, also ist ein bisschen knapp mit dem, aber es ist machbar. Wer es probieren möchte, das ist er. Da wäre der Code. So, natürlich können wir das auch mit einem anderen Auto machen. Hm. Bei nächster Gelegenheit wenden. So, der würde das sogar noch schneller schaffen. Du hast dein Ziel erreicht. So, nochmal Rekord geworfen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Besten 100. Das ist aber viel. So, also wer es mit dem anderen nicht schafft, mit dem schafft man das locker. So, damit hätten wir das auch erledigt. Und ich gucke nochmal nach, aber ich glaube, da ist nichts Neues. Ne, das war das Einzige. Wir gucken aber jetzt noch in Super 7, bevor ich Feierabend mache. Was es denn die Woche da rein gibt. Ob es ein Auto gibt. Es gibt ein Auto, ein Bel Air. Und den machen wir natürlich auch noch. Den hängen wir noch mit dran. Also wer noch kein Bel Air hat, der braucht dieses Event, die 7 Rennen. Und ja, wir schauen mal an, was wir hier machen müssen. Okay, also nicht dagegen fahren. Nicht da durchfahren. Okay, also gleich nochmal. Das ist die Indiana Jones Strecke.
200 Meter müssen wir noch springen. Ich näher mich langsam der 500. Mal sehen, ob ich dann wieder ein Level aufsteige oder ob ich noch bis 600 machen muss. Ich kleiner Suchti. Ob ich dann hier auf 6 raufkomme oder ob ich noch auf 600 hoch muss. Weiß ich nicht. So, genau. Gleich zur nächsten. Holen wir uns das Auto von Prince of Bel-Air. Von Will Smith. Okay, kein Schaden. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Los, weg hier. Ich hab's eilig. Oh, das ist ganz schön knapp. Ich bin auch ziemlich wuchtig gefahren, also wer sich da Zeit lässt, der wird Schwierigkeiten haben. Vielleicht kann man auch irgendwo abkürzen, wenn man vorsichtig fährt. So. Bei nächster Gelegenheit. Ich bin auch gar nicht so sicher, ob die gleichen Rennen, die ich fahre, die ihr auch machen müsst. Vielleicht habt ihr da eine andere Kombination. Aber das könnt ihr gerne mal reinschreiben, falls ihr das auch macht. Ob ihr die gleichen Rennen hattet. Das würde mich echt mal interessieren. Bei nächster Gelegenheit. Diablo. El Diablo. Ja, früher fand ich den geil, aber sieht immer noch geil aus. Bei nächster Gelegenheit. Aber die neueren Modelle sehen einfach noch geil aus.
Bei nächster Gelegenheit. So, vorletzte Rennen. Bei nächster Gelegenheit. Könnte schon echt ein Rennen von mir sein. Aber ich habe kein Tor genommen als letztes. Ein Sesto Elemento. Ich darf gleich mein eigenes Auto fahren. Mit einer anderen Farbe. Oh, 6 Kilometer. Der ist so empfindlich. So, da ist er. So, ich würde mal sagen, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns am Dienstag. Gucken wir mal, was drin ist. Ein normaler Super Wheelspin, also Wheelspin, kein Super Wheelspin. So, ja. Also nichts Umwerfendes. Wir können ja mal gucken, was er kostet, wenn man ihn verkaufen würde. Wenn man ihn schon hat. Ist, glaube ich, nicht sehr viel wert. $57 war das, oder? Oder? So das. Ja, da ist er. Der kostet halt nicht viel. Den will auch keiner haben, aber wer ihn noch nicht hat,
dann ist es halt die Chance, ihn umsonst zu bekommen. Oder man kauft sich den. 13.000 ist auch nicht so wirklich die Welt. So, aber wir sehen uns dann Dienstag zu den täglichen. Und zwar haben wir die erste Aufgabe wieder. Genau, die hatten wir schon letzte Woche wieder. Dann ziehen wir die hier wieder durch, bis auf die letzten 2. Weil er hier noch keine Punkte alle hat, kann sich da ja das rausholen. Und 57 von 63 haben wir ja schon. Und ja, holen uns die kompletten 63. Hier haben wir 72. Wieso das? Gab es hierfür auch Punkte? Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay, dann haben wir hier 72. Und hier kommen ja auch noch ein paar Punkte dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das reicht noch nicht. Für den reicht es noch nicht. Den kriegen wir erst im Herbst. So. Wir sehen uns Dienstag. Haut da rein. Und nicht vergessen, wer kein Abo hat, schnell noch auf den Abo-Button drücken. Und an alle, die schon Abo-Button aufgedrückt haben, ein Dankeschön. Geht raus und nicht vergessen, das Video zu liken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bye, bye.